Im Inneren des Menschen gibt es ein ständiges Gefühl der Neugier. Dieses Gefühl führt ihn erst in eine Leere und dann in eine Suche. Und du, was interessiert dich in diesem Leben am meisten? Willkommen, mein Freund. In diesem Video sprechen wir über den Islam. Lass uns ohne weitere Verzögerung beginnen. Im Inneren jedes Menschen gibt es eine Suche, die manchmal sogar seinen eigenen Namen übertönt. Auf der arabischen Halbinsel, dort wo die Winde der Wüste das Land formen, suchten die Menschen den Sinn der Existenz meist innerhalb der Grenzen ihrer Stämme. Das Land war karg, das Wasser knapp, das Leben hart. Und in dieser Härte wurden die Menschen abhängig voneinander und vom Himmel. Doch diese Abhängigkeit schenkte ihnen keine Sicherheit. Als der Islam entstand, war Mekka nicht nur ein Knotenpunkt des Handels. Die Stadt war ein kulturelles Zentrum, in dem Hunderte von Glaubensrichtungen zusammentrafen. Rund um die Kaaba standen die Götzen der verschiedenen Stämme. Jeder Götze erzählte eine Geschichte und jede Geschichte spiegelte eine Angst wider. Die Menschen suchten Schutz in diesen Symbolen, doch tief in ihrem Inneren herrschte Unruhe, denn die Vielfalt der Gottheiten brachte ihnen keine klare Ordnung. Auch die Gesellschaft spiegelte diese Zerrissenheit wider. Die Stämme kämpften ständig gegeneinander. Die Machtverhältnisse konnten sich jederzeit verschieben. Der Wert eines Menschen wurde oft durch den Nutzen für seinen Stamm bestimmt. Sklaverei war verbreitet, die Stellung der Frauen schwach und Gerechtigkeit hing von Beziehungen ab. Die Menschen klammerten sich an Traditionen, doch keine dieser Traditionen beantwortete die drängenden Fragen ihrer Zeit. In dieser Welt wuchs Muhammad heran. Auf seinen Handelsreisen begegnete er Gesellschaften, die völlig anders waren als Mekka. Ihre Religionen, ihre Ordnung, ihre Gerechtigkeitsvorstellungen öffneten ihm eine neue Perspektive. Diese Eindrücke weckten in ihm ein tieferes Nachdenken. Und die einsamen Nächte in der Wüste verwandelten sich in einen stillen inneren Dialog. Schließlich zog es ihn immer öfter in die Höhle von Hira, nicht weit von Mekka entfernt. Dort, fern von Menschen und Lärm, legte sich eine ungewöhnliche Stille über sein Herz. Es war eine schwere Stille, aber sie brachte Klarheit. Denn oft ist es nicht die Welt, die chaotisch ist, sondern der Mensch selbst. Muhammad suchte diese Stille, weil er die Fragen, die in ihm wuchsen, nirgendwo sonst beantworten konnte. In einer Nacht geschah in dieser Höhle etwas, das die Geschichte Arabiens verändern sollte. Wie genau diese Nacht verlief, wird seit Jahrhunderten unterschiedlich erzählt. Aber ein Punkt bleibt immer gleich. Zwischen Mensch und Göttlichem entstand eine neue Verbindung. Diese Verbindung beruhte nicht auf Angst, sondern auf einem Ruf. Ein Ruf, der den Menschen aufforderte, sich selbst neu zu erkennen. Der erste Schritt dieses Prozesses war eine Erinnerung, die Erinnerung an den Wert des Menschen. In einer Zeit, in der Götzen die Kaaba füllten, Stämme einander bekämpften und Gerechtigkeit kaum existierte, war diese Botschaft kraftvoll. Die Worte, die in einem Land voller Dürre gesprochen wurden, berührten die tiefsten Risse der Gesellschaft. Nach der ersten Offenbarung war unklar, wie Muhammad diese Botschaft tragen sollte. Denn ein neuer Glaube entsteht nicht durch Worte allein. Er muss Gewohnheiten, Strukturen und Denkweisen verändern. Doch wie jede große Veränderung begann auch diese nicht mit Lautstärke, sondern mit Stille. Zuerst drang sie in die Herzen der wenigen, die hören konnten. Erst später erreichte sie die Welt. Die Geburt des Islam war damit ein Neuanfang. Ein Neuanfang, der die Beziehung des Menschen zum Universum neu definierte. Denn diese Botschaft richtete sich nicht an viele Götter, sondern an ein einziges Prinzip. Ein Prinzip, das Ordnung in das geistige Chaos brachte. Ein Prinzip, das Verantwortung forderte. Denn das Schicksal
lag nicht nur in übernatürlichen Kräften, sondern auch im Handeln des Menschen selbst. Nach der ersten Offenbarung hatte sich in den Straßen Mekkas scheinbar nichts verändert. Der Markt war noch immer belebt und die Kaaba war weiterhin von Götzen umgeben. Doch tief im Inneren begann eine Bewegung, die niemand klar benennen konnte. Von außen wirkte sie wie eine kleine Welle, aber sie drang leise in das Herz der Gesellschaft vor. Zum ersten Mal stellte eine Stimme die bekannte Ordnung in Frage, sie durchbrach die Grenzen der Stämme und rief direkt den Menschen selbst an. Dieser Ruf wandte sich nicht an Herkunft, Macht oder Stellung, sondern an das Herz. In jener Zeit waren die gesellschaftlichen Werte fest mit der Stammeszugehörigkeit verknüpft. Wer ein Mensch war, wurde durch seinen Stamm bestimmt. Doch die neue Botschaft definierte den Menschen über eine einzige Linie: die Verantwortung des Menschseins. Deshalb fanden sich unter den ersten Muslimen Sklaven, Frauen, Waisen und Menschen aus den unteren Schichten. Sie waren diejenigen, die vom Schutz des Stammes kaum profitierten. Der neue Ruf nahm ihnen die Last, die sie seit Jahren getragen hatten. Die Anfangszeit der ersten Muslime war schwer. Die führenden Männer Mekkas erkannten schnell, dass diese neue Idee eine stille, aber tiefgreifende Veränderung auslösen würde. Der wirtschaftliche Kreislauf rund um die Götzen, die Privilegien der Stämme, die soziale Struktur, all das war bedroht durch die Ausbreitung des Glaubens an den einen Gott. Zunächst kamen Spott und Lächerlichkeit, dann Druck und schließlich Strafen. Doch je stärker der Druck wurde, desto tiefer wurzelte der Glaube, denn dieser neue Weg versprach nicht Sicherheit, sondern Bedeutung. Zum ersten Mal hörten die Menschen von einer Gerechtigkeit, die für alle galt. Der engste Kreis um Muhammad bildete den ersten Kern dieser Bewegung. Jeder Mensch trat aus einem anderen Grund bei. Manche suchten Gerechtigkeit, andere waren müde von der harten sozialen Hierarchie, wieder andere fühlten sich von der klaren, kraftvollen Balance der Botschaft angezogen. Was sie vereinte, war nicht die Stammeszugehörigkeit. Zum ersten Mal standen Menschen aus unterschiedlichen sozialen Ebenen für ein gemeinsames Ziel zusammen. Das war eine ungewöhnliche Einheit für Mekka. Mit der Zeit wurde die Verfolgung sichtbarer. Gefangene wurden gefoltert, Schwache wurden eingeschüchtert, manche von ihren Familien getrennt. Doch dieser Druck erschütterte das Herz des neuen Glaubens nicht. Denn in den frühen Jahren des Islam standen nicht die detaillierten Lehren im Vordergrund, sondern der Wert des Menschen und die Idee persönlicher Verantwortung. Je klarer die Gläubigen ihren eigenen Wert erkannten, desto stärker wurden sie. In dieser Phase rückte eine andere Stadt in den Blick: Medina. Dort lebten verschiedene Stämme, erschöpft von langen Konflikten. Sie suchten eine Autorität, die ihren Streit beenden konnte. Deshalb gaben sie Mohammeds Gedanken eine Chance. Während die Verfolgung in Mekka zunahm, entstand in Medina eine neue Möglichkeit. Nicht nur ein Zufluchtsort, sondern die Vorlage für ein neues gesellschaftliches Modell. Die erste Auswanderung führte nach Abessinien. Die Muslime suchten keinen Vorteil. Sie warben nicht für ihre Religion. Sie suchten lediglich einen Ort, an dem sie frei atmen konnten. Der König Abessiniens erkannte die Aufrichtigkeit ihrer Worte und gewährte Schutz. Dieses Ereignis gilt bis heute als einer der bemerkenswertesten interreligiösen Kontakte der frühen Islamgeschichte. Denn ein mächtiger Herrscher hörte auf eine kleine, verfolgte Gemeinschaft ohne eigenen Nutzen. In Mekka verschärfte sich die Verfolgung immer weiter. Dennoch verhielt sich Mohammed zurückhaltend. Je größer die Feindseligkeit, desto größer wurde die Geduld. Denn der neue Glaube definierte sich nicht durch Kampf, sondern durch die Qualität des Verhaltens. Das Auftreten der Muslime stellte der Gesellschaft eine stille Frage: Was ist wahre Stärke?
Als Mekka erkannte, dass es diese kleine, aber entschlossene Gemeinschaft nicht brechen konnte, wurde die Einladung Medinas zur letzten Hoffnung. Die Auswanderung war nicht nur ein Ortswechsel, sie war der Anfang einer neuen sozialen Ordnung. Die Hidschra wurde zum Wendepunkt des Glaubens. Mit der Ankunft in Medina begann eine neue Ära. Die Macht der Stämme verlor an Bedeutung. Die Menschen beurteilten einander nicht mehr nach Herkunft, sondern nach Verhalten. Gerechtigkeit wurde auf das Individuum gegründet. Muhammad entwarf ein Dokument, das Menschen verschiedener Gruppen miteinander verband. Eines der frühesten bekannten gesellschaftlichen Übereinkommen der Geschichte. Von nun an zählte nicht, wer jemand war, sondern welchen Prinzipien er folgte. Als die Muslime in Medina eintrafen, standen sie einer neuen Landschaft gegenüber. Die Stille der Wüste machte hier einem lebendigeren Leben Platz. Gärten, Märkte, verschiedene Stämme und eine vielstimmige soziale Struktur. Diese Vielfalt zeigte, dass die entstehende Ordnung nicht nur eine religiöse, sondern ebenso eine soziale Grundlage haben musste. Denn Medina bestand nicht aus einer einzigen Gemeinschaft. Juden, arabische Stämme und die neu eingetroffenen Muslime lebten in derselben Stadt und hielten an ihren jeweiligen Traditionen fest. Diese Vielfalt führte zwar gelegentlich zu Spannungen, öffnete zugleich aber die Tür zu einer neuen Form von Ordnung. Der erste Schritt in Medina bestand darin, Sicherheit zu schaffen. Diese Sicherheit konnte nicht durch militärische Überlegenheit erreicht werden, sondern durch einen Rahmen, der verhinderte, dass Menschen einander Schaden zufügten. Deshalb verfasste Muhammad unmittelbar nach seiner Ansiedlung ein gesellschaftliches Abkommen, später bekannt als die Verfassung von Medina. Dieses Dokument garantierte jeder Gemeinschaft das Recht, ihren Glauben zu bewahren. Zudem sollten mögliche Streitigkeiten von allen Parteien einer gemeinsamen Autorität vorgelegt werden. Damit entstand ein völlig neuer Ordnungsansatz in der Region. Zum ersten Mal wurden die Religionen in einer Stadt nicht nach Hierarchie, sondern nach gegenseitigen Rechten organisiert. Religion bedeutete hier nicht nur Anbetung, sie brachte Maßstäbe in alle Bereiche des Lebens. Es entstand eine Ordnung, die sich nicht nach persönlichen Wünschen, sondern nach dem Bedürfnis der Gemeinschaft nach Gerechtigkeit richtete. Nachbarschaft, Handel, familiäre Beziehungen, Konfliktlösung. Für all diese Bereiche wurden klare Prinzipien definiert. Wenn Menschen einander Unrecht taten, galt dies nicht nur als individuelles Problem, sondern als Riss im sozialen Gefüge. So wurde das Prinzip der Gerechtigkeit zu einer der stärksten Säulen des Glaubens in Medina. Auch die religiösen Pflichten gewannen eine neue soziale Funktion. Das Gebet vereinte die Gemeinschaft zur gleichen Zeit und schuf einen Raum ohne Klassenunterschiede. Das Fasten stärkte den Wert des Teilens und half den Wohlhabenden, die Bedürftigen wahrzunehmen. Die Almosensteuer wurde zu einer Pflicht, die nicht als freiwillige Hilfe verstanden wurde, sondern als ein Prinzip zur Bewahrung des wirtschaftlichen Gleichgewichts im Gemeinwesen. Ein weiterer prägender Aspekt der medinensischen Ordnung war der Wert des Friedens. Krieg galt nur als letztes Mittel, nicht um Überlegenheit zu demonstrieren. Endete der Anlass für einen Konflikt, so endete auch der Kampf. Diese Haltung war auf der arabischen Halbinsel ungewöhnlich, denn Stammesfehden konnten jahrelang andauern und durch Vergeltungsakte immer weiter eskalieren. Die neue Ordnung durchbrach diesen Kreislauf. Ziel war nicht die Vernichtung des Gegners, sondern die Beseitigung des Schadens. Besonders bemerkenswert waren die Beziehungen zu den jüdischen Stämmen Medinas. Im Rahmen der Verfassung konnte jeder Stamm seinen Glauben frei ausüben, Handel treiben und trug zugleich Verantwortung für die Verteidigung der Stadt. Dies zeigte, dass verschiedene Gemeinschaften
ihre Religionen bewahrend miteinander leben konnten. In den späteren Jahren entstanden zwar politische Spannungen und Vertrauensprobleme, was einige Bündnisse schwächte. Diese Entwicklungen hatten jedoch nicht ausschließlich religiöse Gründe, sondern entsprangen den inneren Dynamiken Medinas. Trotzdem blieb die Idee des interreligiösen Zusammenlebens lange Zeit erhalten. Als sich die neue Ordnung dieser Stadt gerade erst zu verwurzeln begann, zeigten sich bereits Bedrohungen von außen. Die Spannungen zwischen Mekka und den Muslimen waren nicht nur eine Fortsetzung alter Konflikte. Das Machtgefüge auf der arabischen Halbinsel veränderte sich. Diese Veränderung beeinflusste Mekkas Handelswege, Stammesallianzen und seine regionale Autorität. Deshalb versuchte Mekka weiterhin, den wachsenden Einfluss der Muslime in Medina zu verhindern. Als dieser Druck schließlich in offene Kriege überging, stand die Bevölkerung Medinas vor zwei Möglichkeiten: sich zurückziehen oder Widerstand leisten, um ihre Existenz zu schützen. Die darauffolgenden Auseinandersetzungen waren nicht nur militärische, sondern auch moralische Prüfungen. Denn die Muslime hatten bis dahin keinerlei Kriegserfahrung, während ihnen eine Stadt gegenüberstand, die seit Jahren die wichtigsten Handelsrouten kontrollierte und politisch die Region prägte. Die Schlacht von Badr war die erste große Konfrontation dieses Wandels. Die Muslime waren sowohl zahlenmäßig als auch in ihrer Ausrüstung unterlegen. Doch Badr wurde nicht nur eine Schlacht, sondern ein entscheidender Wendepunkt, der zeigte, wie entschlossen die junge Gemeinschaft war. Der Sieg verlieh Medina zum ersten Mal das Gefühl, sich verteidigen zu können. Dieses neu gewonnene Vertrauen stärkte den Zusammenhalt in den kommenden Jahren erheblich. Nach Badr endeten die Konflikte mit Mekka jedoch nicht. In Uhud erlitten die Muslime schwere Verluste. Das Ergebnis dieser Schlacht machte ihnen eine harte Wahrheit bewusst. Der Erfolg von Badr war keine Gewohnheit, sondern eine Ausnahme. Uhud wurde zu einer Erfahrung, die nicht den Sieg, sondern die Bedeutung von Verantwortung lehrte. Diese Ereignisse stärkten die innere Disziplin der Gemeinschaft und zeigten, dass ein Kampf nicht nur mit Waffen, sondern auch mit menschlichen Schwächen ausgefochten wird. Die Grabenschlacht Khandak bildete daraufhin eine der kritischsten Phasen. Mekka und zahlreiche umliegende Stämme vereinigten sich zu einer mächtigen Koalition und belagerten Medina. Die Bedrohung war groß. Die Muslime entschieden sich für eine ungewöhnliche Verteidigungsmethode. Sie ließen einen tiefen Graben um die Stadt ausheben. Eine Taktik, die auf der arabischen Halbinsel bis dahin unbekannt war. Diese Strategie machte die Belagerung wirkungslos. Monatelang hielt die Stadt stand. Diese Zeit stärkte Geduld, Durchhaltevermögen und das Gemeinschaftsgefühl. Der Graben zeigte, dass Kriege nicht nur mit Schwertern, sondern auch mit Klugheit gewonnen werden können. In diesen Jahren begann sich die Struktur der muslimischen Gemeinschaft zu verändern. Die Einheit Medinas fand sowohl innenpolitisch als auch außerhalb Anerkennung. Stämme begannen, die Muslime als politische Kraft ernst zu nehmen. Sogar Mekka erkannte diese Realität. Diese Einsicht führte schließlich zum Vertrag von Hudaybiyah. Das Abkommen brachte eine Phase des Friedens. Diese friedliche Zeit wurde zu einer der wirkungsvollsten Perioden für die Verbreitung des Islam. Denn ohne den Lärm des Krieges konnten Menschen die Muslime kennenlernen und ihre Lebensweise beobachten. In einer Atmosphäre der Ruhe fanden ihre Worte weitaus mehr Gehör. Hudaybiyah lehrte die Gemeinschaft zudem den Wert disziplinierter Zurückhaltung. Obwohl einige Vertragsbedingungen aus ihrer Sicht ungerecht waren, handelten sie geduldig. Dieses Verhalten öffnete später die Tür zu großen Erfolgen. Im Zuge der folgenden Monate traten immer mehr Stämme der muslimischen Gemeinschaft bei. Sie beobachteten
die politische Stabilität, den gesellschaftlichen Zusammenhalt und das Gerechtigkeitsverständnis und entschieden sich für einen neuen Weg. Die Eroberung Mekkas war kein Zeichen der Zerstörung, sondern ein Symbol des Wandels. Die Stadt wurde ohne Kampf eingenommen. Die Götzenbilder der Kaaba wurden entfernt. Die Bevölkerung wurde nicht gezwungen, sondern lernte die neue Ordnung im Laufe der Zeit kennen und fand sich in ihr zurecht. Nach der Eroberung gab es keinen Vergeltungsdrang. Dieses Verhalten stärkte das Vertrauen der Bewohner. Sie sahen mit eigenen Augen, welche Art von Gesellschaft entstehen sollte. Nach Mekka schlossen sich viele Regionen der arabischen Halbinsel an. Diese Entwicklungen bedeuteten nicht nur einen religiösen Wandel, sondern auch das Auflösen alter Stammesstrukturen, die Entstehung einer einheitlichen politischen Ordnung und die Anerkennung gemeinsamer Prinzipien für eine wachsende Gemeinschaft. Dieser große Umbruch veränderte Gewohnheiten, die über Jahrhunderte hinweg das Leben geprägt hatten. Das wichtigste Ergebnis dieser Zeit war jedoch nicht militärische oder politische Macht, sondern die Festigung einer moralischen Ordnung. Zwischenmenschliches Verhalten, Gerechtigkeit, Verantwortungsbewusstsein und das Gefühl eines gemeinsamen Ziels wurden zum Fundament der neuen Gesellschaft. Die Kriege zerstörten diese Ordnung nicht, sie stärkten sie sogar, denn jede Prüfung verdichtete das Band innerhalb der Gemeinschaft und machte es belastbarer. Nach der Eroberung Mekkas begann auf der arabischen Halbinsel eine neue Epoche. Während sich der Schatten der Konflikte langsam zurückzog, trat in der Gesellschaft ein anderer Wunsch stärker hervor. Die Menschen begannen sich nicht nur für die äußere Ordnung, sondern auch für die innere Welt des Menschen zu interessieren. Denn der Islam war nicht nur ein System, das Stämme vereinte. Er war zugleich eine tiefgreifende Lehre, die die Beziehung des Menschen zu sich selbst neu formte. Diese Lehre schuf einen Bewusstseinsraum, der das menschliche Verhalten von Grund auf neu definierte. Einer der zentralen Begriffe des Islam war die Verantwortung. Diese Verantwortung hing nicht davon ab, wer ein Mensch war, ob reich oder arm, mächtig oder schwach, alle wurden am selben Maßstab gemessen. Das war ein radikaler Wandel für die arabische Halbinsel, denn über viele Generationen hinweg hatte die soziale Stellung den Wert eines Menschen bestimmt. Die neue Ordnung verband den Wert des Menschen mit seiner Absicht und seinem Handeln. Worte, Taten und Aufrichtigkeit wurden wichtiger als Herkunft und Status. Ein weiterer grundlegender Gedanke des Korans war das Prinzip des Gleichgewichts, das Gleichgewicht des Menschen mit sich selbst und mit seiner Umwelt. Dieses Gleichgewicht betraf nicht nur religiöse Handlungen, Entscheidungen, Beziehungen, Gerechtigkeit, Lebensführung. All das waren Elemente dieser Balance. Das Gute eines Menschen wirkte leise, sein Unrecht störte dieselbe Stille. Deshalb galt Moral im Islam als das unsichtbarste, aber stärkste Element der Gesellschaft. Denn eine Ordnung wird nicht durch Gesetze bewahrt, sondern durch das Bewusstsein der Menschen. Barmherzigkeit nahm innerhalb dieses moralischen Rahmens eine besondere Stellung ein. Sie war kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Ausdruck von Bewusstsein. Der Mensch sollte nicht nur den ihm Nahestehenden, sondern auch Fremden gegenüber barmherzig sein, dem Arbeiter seinen gerechten Lohn geben, Betrug im Handel vermeiden, den Gast respektvoll behandeln, dem Nachbarn in schweren Zeiten beistehen. All das waren nicht nur soziale Gesten, sondern Ausdruck des Glaubens im Alltag. So wurde die Religion zu einem Ganzen, das im Herzen begann und im Verhalten sichtbar wurde. Auch die religiösen Pflichten gehörten zu dieser Einheit. Das Gebet war eine Erinnerung. Mehrmals täglich hielt der Mensch inne, unterbrach den Fluss des Lebens und hörte in sich hinein.
Das Fasten machte ihn dankbar, stärkte Geduld und Willenskraft. Die Almosensteuer war keine freiwillige Wohltat, sondern ein natürliches Element gesellschaftlicher Gerechtigkeit. Die Pilgerfahrt führte den Menschen über seine eigene Welt hinaus und zeigte ihm eine globale Gleichheit. Menschen aus allen Regionen, die in denselben Gewändern vor Gott standen. Die islamische Lehre beschränkte sich nicht auf praktische Regeln, sie führte den menschlichen Geist in einen neuen Raum der Verantwortung, die Prüfungen des Lebens. Ob Mangel oder Überfluss, Geduld oder Macht, wurden zu bedeutsamen Wegmarken. Deshalb galt Selbsterkenntnis im Islam als grundlegende Notwendigkeit. Ein weiterer wesentlicher Gedanke war die Hoffnung. Der Islam bot eine Sichtweise, die den Menschen durch Hoffnung neu formte. Selbst in den dunkelsten Zeiten wurde auf einen verborgenen Ausweg hingewiesen. Doch dieser Weg öffnete sich nicht durch passives Warten, sondern durch aktive Anstrengung. Der Mensch erkannte, dass er selbst dann die Kraft zur Veränderung besitzt, wenn das Unrecht schwer auf ihm lastet. Als der Islam sich über große Regionen ausbreitete und auf unterschiedliche Kulturen traf, wurde seine gesellschaftliche Wirkung deutlicher. Verschiedene Völker erkannten, dass der Glaube nicht nur aus Regeln bestand, sondern aus dem Verhalten der Menschen. Dieser Kontakt spielte eine wichtige Rolle für seine wachsende Bedeutung. Nach dem Tod des Propheten Muhammad stand die Gemeinschaft vor einer neuen Prüfung. Das Fehlen eines Führers hinterließ ein Vakuum und wurde zur Reifeprobe der jungen Gesellschaft. Die ersten Kalifen bemühten sich, sowohl politische Einheit als auch moralische Integrität zu bewahren. Denn der Zusammenhalt der Gemeinschaft war eine gemeinsame Verantwortung. Die Diskussionen, die in dieser Zeit entstanden, waren ein natürlicher Ausdruck menschlicher Vielfalt und unterschiedlicher Sichtweisen. Trotzdem blieb die Gemeinschaft über lange Zeit dem Kern der ursprünglichen Lehre treu. Damit sind wir am Ende eines weiteren Videos angekommen. Bleib wachsam und treu gegenüber Vernunft und Wissen.